In den 1950er Jahren entstand durch die Entdeckung zweier Medikamente ein milliardenschwerer Markt für Antidepressiva. Keines der Medikamente war zur Behandlung von Depressionen gedacht, denn damals glaubten viele Ärzte und Wissenschaftler, Psychotherapie sei der einzige Ansatz zu deren Behandlung. Die folgende jahrzehntelange Entdeckungsreise revolutionierte das Verständnis von Depressionen und warf nie zuvor gestellte Fragen auf. Eines der ersten beiden Antidepressiva war Ipronaizid, mit dem Tuberkulose behandelt werden sollte. In einer Studie von 1952 half es nicht nur bei Tuberkulose, sondern hob auch die Stimmung von Patienten, bei denen eine Depression diagnostiziert worden war. 1956 beobachtete ein Schweizer Arzt eine ähnliche Wirkung bei einer Studie mit Imipramin, einem Medikament gegen allergische Reaktionen. Beide Medikamente wirkten auf bestimmte Neurotransmitter, sogenannte Monoamine. Die Entdeckung dieser Antidepressiva führte zur Theorie des chemischen Ungleichgewichts. Demnach entstehen Depressionen durch einen Mangel an Monoaminen in den Synapsen des Gehirns. Ipronaizid, Imipramin und andere Medikamente dieser Art sollten dieses Gleichgewicht wiederherstellen, indem sie die Verfügbarkeit von Monoaminen im Gehirn erhöhen. Diese Medikamente visieren verschiedene Monoamine an, die eine Reihe Rezeptoren im Gehirn beeinflussen. Das bedeutete oft viele Nebenwirkungen, wie etwa Kopfschmerzen, Benommenheit und mentale Beeinträchtigungen, wie Probleme mit Erinnerung, Denk- und Urteilsvermögen. Um effektivere Medikamente mit weniger Nebenwirkungen herzustellen, untersuchten Wissenschaftler vorhandene Antidepressiva, um herauszufinden, welche Monoamine am besten wirkten, um Depressionen zu lindern. In den 1970ern kamen mehrere Forscher zu einer Antwort. Die wirksamsten Antidepressiva schienen alle auf ein Monoamin zu wirken: Serotonin. Diese Entdeckung führte im Jahr 1988 zur Produktion von Fluoxetin oder Prozac, dem ersten einer neuen Art Medikamente mit der Bezeichnung selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer oder SSRIs. Sie blockieren die Resorption von Serotonin, sodass mehr davon im Gehirn bleibt. Prozac wirkte gut und hatte weniger Nebenwirkungen als ältere, weniger spezifische Antidepressiva. Die Hersteller vermarkteten das Medikament auch dadurch, indem sie die Öffentlichkeit sowie medizinische Kreise auf die Gefahren von Depressionen hinwiesen. Immer mehr Menschen betrachteten Depressionen nun als Krankheit, die durch Mechanismen außerhalb ihrer Kontrolle verursacht wurde. Das reduzierte das Gefühl von Scham und Stigmatisierung um die Krankheit. Und mehr Menschen suchten Hilfe. In den 1990ern stieg die Zahl der Depressionspatienten sprunghaft an. Psychotherapie und andere Behandlungen verloren an Bedeutung und die meisten Menschen wurden nur mit Antidepressiva behandelt. Inzwischen betrachten wir die Behandlung von Depressionen und ihre Ursachen differenzierter. Nicht bei allen Patienten wirken SSRIs wie Prozac. Manche reagieren besser auf Mittel, die andere Neurotransmitter beeinflussen. Oder sie reagieren überhaupt nicht auf Medikamente. Für viele ist eine Kombination aus Psychotherapie und Antidepressiva wirksamer als nur eine der beiden Behandlungen. Wir sind auch nicht sicher, wie Antidepressiva eigentlich wirken. Sie verändern den Monoaminspiegel nur wenige Stunden nach der Einnahme. Doch die Patienten spüren die Wirkung meist erst Wochen später. Nach dem Absetzen der Mittel sind manche von Depressionen geheilt, während andere erneut erkranken. Bisher ist nicht geklärt, was Depressionen verursacht oder warum Antidepressiva wirken. Die Theorie des chemischen Ungleichgewichts ist bestenfalls eine unvollständige Erklärung. Es kann kein Zufall sein, dass fast alle Antidepressiva auf Serotonin wirken. Doch das heißt nicht, dass Serotoninmangel die Ursache für Depressionen ist. So seltsam es klingen mag, hier ein einfaches Beispiel. Steroidsalben können Hautausschläge durch Giftsumach lindern. Ihre Wirkung ist jedoch nicht die Folge eines Steroidmangels als Ursache des Ausschlags. Vor uns liegt noch ein langer Weg, um diese Krankheit zu verstehen. Zum Glück haben wir inzwischen effektive Mittel zu ihrer Behandlung. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, so verpasst du nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.